Hallo Leute, willkommen bei der Mayo und ich muss selber gerade schmunzeln über mich selber. Mir fällt gerade, Schitte, krieg doch echt bei YouTube gerade die Info. Ja, wir wollen uns ja gern mit dir unterhalten oder so ähnlich, aber ich höre dich nicht. Scheiße. Ich denke gerade, wieso? Was ist los? Ne? Das Mikrofon funktioniert, es zeigt ja auch hier rot an, dass es an ist. Der Rechner sagt, es ist an, etc. pp. Ja, wo ist es nicht angewiesen? Warum auch immer? Bei OBS war es nicht drinne und dadurch ging es nicht. Ja, gut, wir haben uns. Also, ich habe mich gefangen. Und ja, da würde ich sagen, kommen wir zum Thema, Leute. Gestern hatte ich es schon erwähnt. Ich hatte gestern schon die Info bekommen. Die neuen Wächter kommen, Leute. Die neuen Wächter. Es wird 3 Wächter geben. Das ist die neueste Neuigkeit für mich und was ich jetzt so nie gedacht hätte. Einmal kommt schwerer Einsatzwächter Navio Fit, dann Tapferkeitswächter Ignatius Pendragon und Feuerkraftwächter Camilla Mortaine. Das sind die neuen 3 Wächter. Nicht jeweils nur die Infanterie, später kommt die Distance, die 2 und dann kommt irgendwann der Kavalleriewächter. Nein, es kommen jetzt 3 Wächter, jeweils einer von den Gattungen. Wie sich das jetzt verändert, die Dynamik im Spiel, wird die Frage der Fragen. Ich vermute ganz stark, was ich in letzter Zeit schon öfters mal mit einigen Leuten besprochen hatte, dass man jetzt schauen muss, dass man einen Infanteriewächter mit einem Kavallerie zusammenpaart, weil sehr oft fällt auf, stirbt die Infanterie extrem schnell. Ich habe zwar die ganze Kavallerie im Schloss, aber meine ganze Infanterie von 10, 12, 14 Millionen sind tot. Nach ein paar Angriffen in Dunkelland etc. pp. Sind die alle weg. Warum auch immer. Die Kavallerie überlebt. Und so wird es auch ähnlich bei der Distance sein. Deswegen bin ich gespannt, wie sich es ändert. Und auch, was jetzt alles sich ändert. Die Sonnenabzeichen werden günstiger. Es wird ein Event dazu geben, wo ihr eine höhere Chance habt, an Items zu kommen. Da bin ich echt gespannt. Also die nennen sich dann düstere Sonnenabzeichen, die ihr auch verwenden könnt, um die Wächter zu bekommen. Ihr bekommt dann auch nicht mehr diese Schrottwächter von früher. Ihr bekommt jetzt dann die Wächter, die es ja jetzt aktuell gibt, noch mit einer Chance dazu. Plus andere Sachen, die ihr da rüber bekommen könnt. Und es ist Playern, also Spielern, die ohne Geld zu investieren, auch möglich, an diese düsteren Sonnenabzeichen zu kommen, ohne Geld zu investieren. Natürlich die Geld investieren, dass sie eine höhere Chance haben zu bekommen, ist klar. Und ab dann ist es so, dass ihr spätestens nach 61 Rekrutierungen auch den Wächter bekommt. Also finde ich auch gut, sowie, dass ihr jetzt eine höhere Chance habt bei der Meisterrekrutierung auf euren Wunsch. Wird wahrscheinlich so ähnlich dann laufen, wie es ja gewesen ist, jetzt immer bei dem Ehrenpass, dass wenn ihr 60 Schlüssel ausgegeben habt, bekamt ihr ja das gewünschte Item, eins von 3. So ähnlich vermutlich wird es auch laufen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das jetzt mal ganz kurz hier an. Da sehen wir ja schon mal diese Info von Guns of Glory. Finde ich auch super, dass nicht am Sonntag erst um 14 Uhr eine Info kommt, sondern jetzt auch sogar schon ein Video dazu gibt. Das finde ich schon mal für die Transparenz jetzt richtig gut. Wir wollen uns das ganze Video gar nicht angucken. Ne? Die Wächter habe ich gestern schon mal gesehen. Das sind dann die neuen Wächter, wobei ich ja immer noch dabei bleibe. Der eine, dieser Kavalleriewächter, der hört sich irgendwie für mich nach irgend so ein Dragoner an. Irgend so ein Filmwächtername. Ne? Ja. Ist dann so, dass es dann. Moment, wo ist denn das? Ne, hier seht ihr dann die 3 unterschiedlichen Wächter, die ihr euch aussuchen könnt, die ihr dann wollt, was ich ganz gut finde. Und hier sieht man dann auch, ihr könnt dann über irgendwelche Missionen dann diese dunklen Badges da bekommen. Fand ich okay, ohne dass man dafür payen muss unbedingt. Ne? Und hier sieht man jetzt mal wunderschön, das sind dann die 2 älteren Wächter, die ihr kriegt. Ihr könnt dann natürlich Puzzles kriegen. Was genau das jetzt für Puzzles sind, das frage ich mich noch. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich habe das so verstanden, dass ihr die ja irgendwie tauschen könnt gegen die ihr möchtet. Irgendwie so.
Bin ich echt gespannt. Und wenn das jetzt wirklich noch die Sachen sind, die man jetzt hier drinne bekommen kann für den, mit den Sonnenabzeichen und diesen dunklen Abzeichen, finde ich das super. Nicht mehr die älteren. Die habe ich ja dauernd auch noch bekommen, die ich nicht mehr brauche. Wo ich von 100 Stück mittlerweile pro Gattung bald liegen habe von. Ne? Finde ich stark. Und wenn man dann mal weitergeht, jetzt muss ich kurz schauen, wo das war. Hier. Ja, hier sind dann die freien, da bekommt ihr diese dunklen und hier bekommt ihr ja für Premium die Sonnenabzeichen, wenn die 9,99 € kosten sollten, die unteren. Ja, das sind 200 Stück, wenn ich das richtig vorhin gesehen habe. Für 10 Euro 200 Stück ist günstig. Und hier oben sind es ja auch immerhin 70, das ist auch nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Rekrutierungsbanner gibt es auch noch on top. Kann man nicht meckern. Hier sieht man dann auch irgendwelche Missionen, die erfüllt werden müssen. Da bekommt ihr dann hier auch diese Kisten, so wie wir es von früher ja kennen, diese Kisten, wo dann ja unterschiedliche Wächterfragmente drin sein können. Da ist die Frage, ist da der neue Wächter, also einer dieser drei drin, oder habt ihr dann die Chance auf Void und Rosa zu bekommen? Wenn es Void und Rosa sind, okay, bin ich dabei. Wenn es Masaria und Dings ist, auch dabei. Faust und Mephisto wäre auch in Ordnung. Plus, eins meiner Lieblingsitems, Intensitätszahnräder. Wenn das nichts kostet, super. Hier gibt es eine Quest noch on top, die ihr noch machen könnt. Das sieht man dann. Moment, wo ist es denn? Ich glaube, die kommt noch später. Das wollte ich jetzt noch nicht mit euch besprechen. Dann sehe ich es eben. Irgendwo ist eine Quest, wo ihr ja hier diesen Berg da hochgeht. Da bin ich dann gespannt. Das muss das hier sein eigentlich. Irgendwie, genau. Irgendwie, da greift ihr was an. Und geht da diesen Berg hoch und bekommt dann ja auch nochmal was wieder. Finde ich gut. Wenn es nichts kostet und es ist umsonst, super. Mitnehmen, Leute. Ganz ehrlich, mitnehmen. Und dann gibt es ja noch was geändert wird. Das schauen wir uns gleich nochmal ganz kurz in-game an. Dieses hier, das ist ja das berühmte Wächter ernennen. Na, das ist das hier. Wo ihr jetzt irgendwie diese noch erhöhen könnt vom Level. Da muss man mal gucken, was da genau besser wird. Ich würde sagen, das können wir uns mal ganz kurz nochmal im Spiel anschauen. Da muss ich jetzt nur einmal kurz... So. Sind wir ja im Spiel, ne? Sieht man ja schon einiges noch, hatte ich nochmal offen. Und wenn man jetzt hier drauf geht, Wächter ernennen, das ist ja dieses hier, wo, wenn man jetzt auf den hier zum Beispiel geht, bekommt man ja nochmal Marschkapazität, Feldzugkapazität. Wie sich das jetzt hier mit denen ändert, was da jetzt genau kommt, ist die Frage. Natürlich, diese Werte, die hier unten stehen, das ist jetzt nichts mehr. Das ist einfach nichts mehr wert. Das hier ist schon noch wichtig, dieses Leutnant-Bonus so ein bisschen. Aber das hier ist gar nichts mehr. Da bin ich jetzt gespannt, was Level 3 macht. Was ihr dafür halt benötigt, sind diese Ernennungsbefehle. Da habe ich gerade nicht so viele mehr, weil ich letztes aus das hier gemacht habe. Aber im Großen und Allgemeinen finde ich, dass jetzt hier sich im Spiel grundlegend etwas ändert, dass nicht nur die Infanterie jetzt rauskommt, zwei neue Wächter und später die Distance und später die Kavallerie, finde ich jetzt ein starkes Signal von ganz auf Glory. Dass es umsonst Sachen wieder gibt, dass die Preise reduziert werden und man muss jetzt gucken, kosten dann die Sonnenabzeichen dann auch weniger dazu und man hat eine höhere Chance, jetzt die Wächter zu bekommen, die man braucht, dann muss ich sagen, ist das ein starkes Signal. Wer immer noch meckert, der soll aufhören und soll, Mensch, ärger dich nicht, spielen gehen und einen Cent dort mit einem anderen hin und her tauschen. Ja, dann braucht er das nicht mehr spielen. Auch die Spieler, die hier nichts investieren dürfen und können dann hier weiterhin spielen und was erreichen, natürlich ist es doch logisch, dass jemand, der die hier auf 6 Sterne hat, dass der natürlich mehr investiert hat. Aber das muss ja nicht jeder. Keiner wird hier gezwungen dazu. Wie ihr seht, habe ich noch nicht mal Rose auf 4 Sterne. Auf 4 würde ich sogar noch gerne versuchen zu machen, aber ich kriege sie noch nicht mal auf 4 bis jetzt. Ja? Und den 5. sage ich euch, wie es ist. Das ist mir einfach zu Tür. Ja? 255 Flocken für ein einziges.
wow, das ist mir zu teuer, möchte ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Und damit weiß ich auch, dass ich kein der Topspieler bin. Ist aber okay. Ich freue mich jetzt schon auf Montag. Ich finde es super, dass sie das jetzt transparenter gemacht haben, schon heute die Informationen rausgegeben haben. Und ich hoffe, dass Montag wir jetzt ein bisschen was erleben. Einzige Sache, was mich im Moment abnervt, ein bisschen ist, ich habe ja gesagt, die GOG-Version auf dem PC ist gut. Ja, die läuft flüssig. Nee, im Moment läuft sie nicht stabil. Ich fliege sehr häufig innerhalb von 2, 3 Stunden 2, 3 Mal raus. Leute, ganz auf Chlori, bitte tut da etwas dran. Und wer jetzt noch Fragen etc. hat, der kann es gerne in die Kommentare schreiben. Daumen hoch, Daumen runter, Follow, Abo etc. dalassen. Alle anderen Videos, die ich heute schon gemacht habe, die verschieben wir auf morgen, Leute, weil das ist dasselbe Problem wie am Anfang von dem Video. In dem Sinne, tschüss, tschüss mit Ö, ich danke euch allen, bis dann, ich bin raus.